Hi, ich bin Sebastian, Entwicklungsingenieur für Probat und ich bin hier, um Kaffee in Zahlen zu fassen. Ja, unser Technikum ist eigentlich der Ort, wo wir Versuche machen, wo wir mit Kunden arbeiten, wo wir tatsächlich direkt am Produkt arbeiten, wo wir unsere Sachen entwickeln, versuchen, alles zu verbessern. Es ist auch ein Ort, wo ich relativ viel bin. Es ist einer von den beiden Orten, wo ich viel arbeite. Hier steht die Maschine, an der ich die meiste Zeit verbracht habe, meine ganzen Versuche gemacht habe. Hier kann man bohren, hier kann man hobeln. Hier wird natürlich auch viel geröstet. Ja, wir haben hier auch viel Spaß. Also schon viele stressige Situationen erlebt, aber auch viele lustige Situationen gehabt. Es ist einfach ein Ort, an dem wir alle gerne sind, glaube ich. Zumindest von Forschung und Entwicklung. Ich weiß schon, seit ich ungefähr 7 Jahre alt bin, dass ich Ingenieur werden will, weil was kann ich? Ich kann halt Mathe und ich bastel gern. Was wirst du dann, Ingenieur? Genau, und ich habe mich dann damals hier beworben auf den Rat von meiner Oma hin. Ja, frag doch mal bei Probat, ob du nicht da ein Praktikum machen kannst, weil um Maschinenbau zu studieren, muss man immer so ein 6 Wochen Grundpraktikum machen. Da habe ich mich damals hier beworben und dann kam auch die Antwort so, ja klar, ist gar kein Problem, kannst du gerne machen. Aber wenn du Bock hast, kannst du auch einfach direkt bei uns anfangen. Aber von den Strukturen hat sich natürlich einiges getan. Es ist alles viel digitaler geworden. Wir haben viel in diese Richtung bewegt. Es geht jetzt viel mehr Richtung datengetriebenes Rösten und natürlich auch jetzt sehr, sehr viel in Energiesparbereiche, wo man vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so drauf geachtet hätte. Also ich denke, hier bewegt sich eine Menge. Also da haben wir schon wahnsinnig viel Infrastruktur aufgebaut, natürlich auch ganz, ganz viel Fachwissen. Ich selber habe in der Zeit, die ich jetzt hier gearbeitet habe, 4 Programmiersprachen gelernt, nur um diese mathematischen Abbildungen überhaupt machen zu können, sodass wir da echt viel bewegen konnten. Wir haben absolute Freiheit gehabt. Es ist nie gesagt worden, hör mal, ihr müsst jetzt hier ist Schluss oder da dürft ihr nicht weiter forschen, sondern es war immer alles frei und wir konnten uns entwickeln, Dinge bauen. Da haben wir, glaube ich, auch schon echt was bewegt und eine Grundstruktur geschaffen, um jetzt darauf aufzubauen. Tatsächlich ist genau da ziehe ich für mich die Grenze. Geschmack ist fast nicht in Zahlen zu fassen. Ich sehe unsere Aufgabe als Ingenieure so, wir müssen die beste Maschine bauen, um einem Röstmeister die Möglichkeiten an die Hand zu geben, das Beste aus dem Kaffee rauszuholen. Kaffeeröster verbinden halt unglaublich viele Teile gleichzeitig. Es ist halt sehr, sehr viel Thermodynamik, sehr, sehr viel Verfahrenstechnik, sehr viel Energietechnik. Und das Schöne ist halt, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Das heißt, man muss mehr links und rechts wissen, einfach weil wir nicht so viele sind. Und dadurch hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten und kann sich ideentechnisch ein bisschen mehr entfalten. Also meine Erfahrung ist, wenn man selber Bock auf so ein Thema hat, dann kriegen die anderen auch Bock. So dass es eigentlich so ist, die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die lieben, was sie tun und die wollen das besser machen. Und ja, es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Und ich meine, das Thema ist cool. Vor jetzt nicht allzu langer Zeit hatte ich halt das Problem, wir haben ein Haus gekauft, wir haben ein Kind gekriegt. Ich habe eine Doktorarbeit schreiben müssen und ich habe parallel noch gearbeitet und irgendwann war ich halt einfach komplett ausgebrannt. Ich habe das gemerkt, so ich habe mich hier hingesetzt und ging einfach nicht mehr. Bin dann einfach zu meinem Chef gegangen, habe das besprochen und es war einfach gar kein Problem. Wir haben darüber geredet, es ist in diesem Gespräch noch innerhalb von einer halben Stunde eine Lösung gefunden worden, wurde gesagt wurde, okay, wir halten jetzt ein bisschen die Projekte von dir weg, kümmere dich erstmal um die Doktorarbeit, dass die fertig wird, sodass halt auch auf sowas sehr, sehr geachtet wird und dann der Raum geschaffen wurde, dass das alles auch vernünftig laufen kann, sodass es mir jetzt auch wieder deutlich besser geht, ich auch wieder mehr Zeit und Energie dafür habe, sodass man sagen muss, das ist perfekt. Also Leuten, die sprechen, kann geholfen werden. Das Problem war also nicht Probat, sondern es war einfach dieses Gefühl von mir selber, ja komm, wir müssen das irgendwie unter einen Hut bringen, es ist ja irgendwie deine Doktorarbeit und nicht Probats Doktorarbeit, aber am Ende des Tages, als ich dann gesagt habe, hör mal, es wird so nichts, ist dann sofort eine Lösung gefunden worden und jetzt läuft es echt gut. Auf der einen Seite tut man natürlich viel für Probat, auf der anderen Seite gibt Probat, finde ich, aber auch sehr, sehr viel zurück. Das muss ja immer im Einklang sein. Ne? Wenn immer nur genommen wird, dann hat man auch keine Lust mehr zu arbeiten. Das ist hier, finde ich, aber gar nicht der Fall. Also, man kennt halt noch die Namen der Leute, mit denen man arbeitet. Ne? Und man kennt auch die Namen von einigen Leuten, die halt an den Produkten dann nachher arbeiten und die zusammenschweißen. Was in viel größeren Firmen natürlich niemals der Fall ist. Da sprechen die Leute, die konstruieren, nicht mit den Leuten, die das nachher zusammenschweißen müssen. Und dann kann man halt mal echtes Feedback kriegen im Sinne von, aber nicht so prima, was du dir hier überlegt hast. Und auch das ist ja ein großer Vorteil von so einem mittelständischen Unternehmen, dass man halt auch sowas davon mitbekommt, weil so bewegt man sich halt vorwärts. Im Projekt ist eigentlich immer das Größte, so dieser Durchbruch am Ende. Es ist halt, man muss sich das vorstellen, wir verbringen dann so ein halbes Jahr damit, einfach nur irgendwelche Gleichungen aufzustellen, die auf irgendwelche anderen Graden anzupassen, das dann auf 26 Ebenen hin und her und rauf und runter. Und normalerweise ist dann immer so,
es passt einfach nicht. Und irgendwann kommt immer der Durchbruch. Auf einmal, bums, passt es. Es funktioniert dann einfach. Und dieser Moment, wo man feststellt, jetzt geht's. Das ist so der Moment für ich lebe. Weil vorher hat man halt einfach Monate der Frustration. Warum geht das nicht? Das hat doch gestern noch funktioniert. Warum stürzt denn jetzt hier wieder alles ab? Und dann der Moment, wenn, ja, jetzt passt, jetzt ist gut. Das ist das, wofür ich arbeite. Naja, also ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall hier. Ich meine, ich habe jetzt 6 Jahre investiert in dieses Baby, was ich da geschaffen habe. Und ich will natürlich auch sehen, wie das wächst, wie das auf andere Röster angewendet wird, wie das Feedback von den Kunden ist, ob die damit arbeiten wollen. Da bin ich tatsächlich super gespannt. Wenn jetzt jemand den Laden hier nicht kennt, wie würdest du in 2 oder 3 Sätzen Probat beschreiben? Als super fairen Arbeitgeber und Innovator für die Kaffeeindustrie.